Muskelkater, der unangenehme Schmerz, der nach intensiven Trainingseinheiten oft auftritt. Warum tut es weh, wenn wir etwas Neues ausprobieren? Warum tut es weh, wenn wir intensiv trainiert haben? Ist es ein Zeichen für Muskelwachstum oder einfach nur ein Hinweis auf Überlastung? In diesem Beitrag werden wir die Mechanismen hinter Muskelkater beleuchten, gängige Mythen widerlegen und aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse präsentieren. Hallo und herzlich willkommen zu Romeo.com. Schön, dass du neugierig bist. Muskelkater ist ein häufiges Phänomen, das nicht nur Sportler, sondern auch Gelegenheitsbewegte betrifft. Ein besseres Verständnis dieser Erfahrung kann helfen, Trainingsmethoden zu optimieren und Verletzungen zu vermeiden. Wir werden folgende Fragen beantworten. Was sind die genauen Ursachen von Muskelkater? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und welche Möglichkeiten ranken sich um das Phänomen? Historisch gesehen galt Muskelkater als ein Resultat von Milchsäureansammlung in den Muskeln. Diese Theorie besagt, dass sich Milchsäure während intensiver körperlicher Betätigung anstaut und Schmerzen verursacht. Neuere Studien haben jedoch gezeigt, dass Milchsäure schnell wieder abgebaut wird und nicht die Hauptursache für Muskelkater ist. Wenn der Muskelkater 1 bis 2 Tage nach der Belastung auftritt, ist die Milchsäure längst abgebaut. Wie Muskelkater entsteht, wurde 1983 von skandinavischen Anatomen mit dem Elektronenmikroskop nachgewiesen. Muskelproben aus dem Oberschenkel der Probanden wurden sofort und mehrere Tage nach intensiven Bremsbewegungen mit anschließendem Muskelkater entnommen. Es wurde festgestellt, dass die sogenannten Z-Scheiben in den Muskelfasern beschädigt waren. Diese Schäden waren offenbar Zerreißungen. Die kleinsten Funktionseinheiten der Muskeln heißen Fibrillen. Fibrillen bestehen aus Aktin- und Myosinfilamenten, fadenförmigen Proteinanordnungen. Die Aktinfilamente sind an der Z-Scheibe angeheftet. Myosinfilamente befinden sich zwischen zwei Aktinfilamenten. Wenn sich die Myosinköpfe an die Aktinfilamente binden und ziehen, bewegt sich die Z-Scheiben und sie bewegen sich näher zueinander, wodurch das Sarkomer, die Funktionseinheit, verkürzt wird. Der Muskel verkürzt sich und führt eine Bewegung aus. Es gab in der Untersuchung keine vollständigen Faserrisse und nur ein Teil der Z-Scheiben in bis zu 30% aller Fasern war den Untersuchungen zufolge beschädigt. Die Beschädigung wird durch Entzündungsprozesse geheilt, die typischerweise 24 bis 72 Stunden nach der Belastung einsetzen. Das spüren wir also als Muskelkater. Die Verletzungen halten auch in der Studie innerhalb von 6 Tagen nahezu vollständig. Um die Ursachen von Muskelkater zu untersuchen, nutzen Wissenschaftler aktuell verschiedene Methoden. Klinische Studien. Hierbei werden Probanden unter kontrollierten Bedingungen verschiedenen Belastungen ausgesetzt, während ihre Schmerzreaktionen gemessen werden. Bildgebende Verfahren, Methoden wie die Magnetresonanztomographie helfen, Veränderungen im Muskelgewebe zu visualisieren. Und biochemische Analysen, diese untersuchen Entzündungsmarker im Blut, um den Heilungsprozess zu verfolgen. So werden umfassende Daten über die körperlichen Reaktionen auf Belastung gewonnen. Eine Meta-Analyse von Broske und Gandevia 2012 ergab, dass Muskelkater mit der Schädigung von Sarkomeren, von den Z-Scheiben, den kontraktilen Einheiten des Muskels in Verbindung steht.
Diese Schädigung führt zur Freisetzung von Enzymen, die Entzündungen fördern. Zusätzlich belegen neuere Studien, dass das Vorhandensein von Entzündungsmediatoren wie Zytokininen zur Schmerzempfindung beiträgt. Eine gezielte Anwendung von Kühlung oder entzündungshemmenden Medikamenten kann diese Prozesse mildern. Allerdings sind die Ergebnisse hier nicht immer eindeutig. Zur Linderung von Muskelkater werden verschiedene Methoden empfohlen. Aktive Erholung. Leichte Bewegung fördert die Durchblutung und kann den Heilungsprozess unterstützen. Kältetherapie. Die Methode kann Entzündungen reduzieren. Medikamentöse Therapie. Nicht-steroidale Antirheumatika können helfen, Schmerzen zu lindern, sollten jedoch mit Vorsicht vom Sportmediziner eingesetzt werden. Massagen sind hingegen umstritten. Diese können Muskelverspannungen zwar lösen und Schmerzen lindern, die Stoffwechselprozesse auch begünstigen, aber unter Umständen auch den Muskelschaden vergrößern. Zum Fazit. Muskelkater ist ein komplexes Phänomen, das mehr als nur ein Zeichen für hartes Training ist. Das Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse kann Sportlern helfen, besser mit diesem Zustand umzugehen und Trainingsstrategien anzupassen. Zukünftige Forschungen sind nötig, um effektive Präventions- und Behandlungsmethoden zu entwickeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Quellen und weiteres wie immer im Internet und im Abspann. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.